Ja, hallo zusammen zu unserem heutigen Interview, das wir im Rahmen unseres WEP24-Projektes führen. Das nennt sich CSI Talks. Und wir versuchen natürlich unsere Mitglieder und deren Einzelmitglieder, das heißt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Europa für die Europawahlen, für die anstehenden Europawahlen zu interessieren, zu sensibilisieren, auch dazu zu bringen, tatsächlich wählen zu gehen. Und ich freue mich, ich bin heute mit Gabi Bischof hier zusammen. Gabriele Bischof ist Mitglied im Europäischen Parlament. Sie ist Mitglied in der S&D-Fraktion und sie ist stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und unter anderem auch Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Liebe Gabi, willkommen. Hallo, ich freue mich auf das Gespräch. Es waren ja, ich meine, die Mandatszeit ist noch nicht ganz vorbei, aber sie nähert sich dem Ende. Im Juni gibt es Wahlen. Es war aus unserer Sicht, es war eine sehr ereignisreiche Zeit. Wenn du hier auch vor allem als Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Fragen so zurückblickst, was waren denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Dossiers? Du bist ja auch Gewerkschafterin. Was werden weiterhin auch für die nächste Legislatur die brennendsten, wichtigsten Dossiers aus deiner Sicht sein und bleiben? Ja, wir haben es ja geschafft, auch in dieser Legislatur die Säule sozialer Rechte wirklich als Orientierungsrahmen nicht nur in der Beschäftigungs- und Sozialpolitik, sondern auch in allen anderen Politikfeldern zu halten. Und auf der Basis davon konnten wir wirklich in dieser Legislatur gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich wichtige Gesetzgebungsvorhaben abschließen. Und für mich wirklich das Wichtigste, du hast ja angesprochen, ich bin Gewerkschafterin, war die Richtlinie für armutsfeste Mindestlöhne, weil über 20 Millionen Menschen in Europa von den Mindestlöhnen nicht leben können, obwohl sie wirklich Vollzeit arbeiten, ganz viele. Und gleichzeitig aber auch hat diese Richtlinie neben dem Standbein der Mindestlöhne ein zweites Standbein. Und das ist, dass wir sicherstellen wollen, dass in Europa viel mehr Menschen von Tarifverträgen erfasst werden. Wir wissen, die Löhne sind besser, die Arbeitsbedingungen sind besser und stellen aber gleichzeitig fest, dass es in vielen Sektoren eine abnehmende Tarifbindung gibt, weniger Tarifverträge. Und das wird bedeuten, dass für die Masse der Beschäftigten dann auch bessere Arbeitsbedingungen da durchgesetzt werden können, wo es dann auch Tarifverträge gibt. Und die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, dass sie Aktionspläne vorlegen sollen, wie sie die Tarifbindung erhöhen. Und zwar ist der Richtwert 80%. Das hat das Parlament durchgesetzt. Und das bedeutet zum Beispiel in Deutschland, wo wir bei knapp 50% sind, dass da viel Luft nach oben ist und dass wir wirklich die nächsten Jahre und Zeit nutzen müssen, um dahin zu kommen. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil wir sehen, die Inflation in Europa, gerade Menschen mit kleinerem, mittleren Einkommen, leiden unter steigenden Energiepreisen, unter steigenden Lebensmittelpreisen, die Mieten gehen hoch. Dass es ganz wichtig ist, dass wir hier anständige Löhne in Europa haben und eben auch die Kaufkraft der Masse der Beschäftigten stärken können. Also ein Stück Gesetzgebung, das sich tatsächlich auch konkret auswirken soll im Positiven. Eine andere Frage ist ja auch ein großes Dossier hier auf dem Tisch, was sich tatsächlich auch was sehr konkrete Auswirkungen haben könnte. Dieser Vorschlag für eine Richtlinie zur Plattformarbeit. Und da geht es ja auch um die rechtliche Vermutung, dass die Personen, die das unter gewissen Voraussetzungen, die Personen, die für Plattformen arbeiten, auch als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin zunächst einmal angesehen werden. Das ist dann auch eine widerlegbare Vermutung. Momentan ist das Dossier, so scheint es, festgefahren. Es gibt da wieder, sage ich mal, andere Standpunkte zwischen Parlament und Rat, aber auch, ich glaube, wieder gegensätzliche Auffassungen unter den Mitgliedstaaten. Was passiert mit dem Dossier jetzt? Also erstmal extrem enttäuschend gewesen, was da im Dezember im Rat passiert ist. Und dass man, und ich glaube, die Franzosen und hier Macron sind da ganz vorne, tatsächlich
diese Vorschläge auszuhöhlen und abzuschwächen, und zwar sogar bis dahin, dass man nicht nur es nicht schaffen würde, für die Plattformbeschäftigten, du hast es ja angesprochen, dafür zu sorgen, dass wir wirklich Scheinselbstständigkeit verhindern und diejenigen, die auch vom Status her Beschäftigte sind, weil sie eben nicht selber entscheiden können über ihre Arbeitszeit, über ihre Route etc., dass die eben auch dann als Beschäftigte mit allen Rechten auch eingestuft werden. Und die Debatten, die im Moment im Rat laufen, bis dazu, man nennt es im Moment schon die französische Klausel, könnte sogar Auswirkungen haben, nicht nur auf die Plattformwirtschaft, sondern dann auf andere Branchen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier versuchen und auch die belgische Ratspräsidentschaft wirklich ernsthaft versucht, einen Kompromiss zu finden, auch was die Vermutungsregelung anbelangt, und das Ganze nicht weiter aufweichen. Weil wir hätten nichts von einer Plattformrichtlinie, wenn sie die Bedingungen für Plattformbeschäftigte nicht wesentlich verbessert, aber dann vielleicht noch in anderen Bereichen tatsächlich zu weiteren Schlupflöchern und Deregulierung hier führt. Und deshalb machen wir auch unsere S&D-Berichterstatterin, das ist ja eine italienische Kollegin, Elisabetta Gualmini, wirklich dafür stark, dass wir in dieser Periode hier noch was hinzubekommen. Aber die Vorstellung, dass man hier diesen Richtlinienvorschlag nutzen kann, um das Parlament so zu erpressen, dass es dann zu einer Verschlechterung kommt, das wird mit dem Parlament nicht zu machen sein. Also auch hier geht es um die Verabschiedung eines möglichst harten Gesetzgebungspaketes oder Gesetzgebungsaktes, der dann auch tatsächlich zur konkreten Verbesserung von Menschen, die für Plattformen arbeiten, führen soll. Abschließend nochmal, in wenigen Monaten gibt es die Europawahl. Was sind die Dossiers, die für dich jetzt wichtig sind in der kommenden Legislaturperiode? Und vor diesem Hintergrund, was wäre deine Message auch an die Leute im Hinblick auf die anstehenden Europawahlen? Es gibt ja viele Menschen in Europa, die sich mit Blick eben auf die Umsetzung der Klimaziele oder mit Blick auf die Digitalisierung Sorgen machen. Wie geht's mit meinem Job weiter? Habe ich Perspektiven? Und für mich ist wichtig, dass wir diese fairen Übergänge, diesen Wandel wirklich sozial gerecht gestalten und dass wir aus dem Versprechen, dass wir niemanden zurücklassen wollen, eben auch ein konkretes Angebot machen, zum Beispiel Menschen in Qualifizierung zu unterstützen, wenn Arbeitsplätze wegfallen, damit sie die neu entstehenden da auch gute Perspektiven haben, dass wir das wirklich konkretisieren. Und für mich als Gewerkschafterin, ich habe dazu ja auch einen Initiativbericht gemacht, ist ganz klar, dass wir diesen riesigen Wandel nur bewältigen können, wenn wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitnehmen und beteiligen an diesem Wandel. Und deswegen ist für mich die Demokratie am Arbeitsplatz und die zu stärken europaweit ein ganz großes Anliegen, was wir in der nächsten Periode aufgreifen müssen und auch zu einer Bedingung machen sollten, um eben die nächste Kommissionspräsidentin oder den nächsten Kommissionspräsidenten zu wählen. Und wirklich das Thema Sicherheit in einem ganz umfassenden Sinn angeben, weil die Leute verunsichert sind und spüren, dass Europa, ob das jetzt mit Blick auf die geopolitischen Herausforderungen ist, ob das mit Blick zum Beispiel auch auf Sicherheit in der Arbeit, dass Europa eben der Akteur ist, der das schaffen und sicherstellen kann und dass wir das gar nicht auf nationaler Ebene schaffen können. Und deswegen ist das Thema Sicherheit in einem ganz umfassenden Sinn, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema für die nächste Periode. Da geht es nicht nur darum, dass wir in der Nachbarschaft Europas Kriege haben, in der Ukraine, wenn wir den Nahostkonflikt angucken, die Sorge auch, dass sich das ausbreiten könnte, dass eben Menschen um ihre Zukunft fürchten, dass wir in Europa den Menschen Sicherheit geben wollen, in eine gute Zukunft zu gehen und die Zukunft auch gemeinsam zu gestalten. Liebe Gabi, alles Gute für die
jetzige auslaufende Legislaturperiode alles Gute für die Europawahl, zur Europawahl und natürlich alles Gute dann hoffentlich auch für die neue Mandatszeit, die ja dann praktisch ab Juli beginnt. Ja? Ja, vielen Dank. Also wir haben die Ärmel hochgekrempelt, weil wir noch ganz, ganz viel über die Bühne bringen wollen in dieser Legislatur. Aber dass wir auch ein bisschen mit Sorge blicken, wie werden die Mehrheiten in der nächsten Legislatur sein. Und deshalb ist es wichtig, für uns wirklich hier ein starkes soziales Europa zu haben, aber damit eben auch die Demokratie zu stärken. Und da brauchen wir alle, um damit anzupacken. Liebe Gabi, vielen Dank und alles Gute. Danke.